Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier in Velten. Ja, was machen wir hier? Hier läuft nicht der neue Arnstor Kinofilm, sondern das ist ja ein Kinderfilmfest und es wird dieser Film sehr ernst gezeigt. Und was ist denn passender, sich auch dann mit den Leuten oder gerade auch mit Kindern darüber zu unterhalten, dass man Ameisen als Haustier halten kann. Ja, und dafür haben wir jetzt einen kleinen Stand nochmal aufgebaut und ich werde mich jetzt mit einigen Leuten mal zu dem Thema Ameisen unterhalten. Die hatten sie eben da gesehen. Brauchst du noch einen Stuhl auf die Seite? Die haben wir dann in so einem großen Oder machen das alle? So, naja, es gibt Unterschiede. Es gibt also Kondenswasser, das ist Öl, damit die Tiere nicht über den Rand kommen. Das heißt, ich kann das Ganze öffnen und die Tiere können jetzt hier nicht rauskommen, weil da so ein Ölfilm drumherum ist. Ja, aus den Gesprächen heraus hat sich natürlich auch so gezeigt, dass viele sich gar nicht vorstellen können, dass man Ameisen als Haustier halten kann. Und deswegen haben wir auch einen kleinen Film dafür vorbereitet. Den zeige ich euch jetzt mal. Also die großen Vorteile gegenüber anderen Haustieren sind, dass man Ameisen bis auf ein paar Ausnahmen relativ platzsparend und flexibel durch einen modularen Aufbau der Anlage in einer Wohnung sehr gut unterbringen kann und auch kaum eine Geruchs- oder Lärmbelästigung hat. Sowie auch eine sehr unterhaltsame und gute Beobachtungsmöglichkeit durch guten Nesteinblick sowie durch ein Schlauch- und Rohrsystem hat. Die Pflegekosten sind überschaubar gering und man kann kleinere Kolonien auch ein paar Tage gut alleine lassen. Viele Einsteiger haben oft Sorgen vor einem Ausbruch der Kolonie oder ob Gefahren von Ameisen ausgehen, aber auch vor verschmutzten Nestern. Bei Ameisen, die wir auch Einsteigern empfehlen, muss man sich hier aber keine Sorgen machen. Unsere Behälter wurden mit vielen Schutzvorkehrungen versehen und bei den von uns angebotenen Arten geht auch keine Gefahr aus. Zudem sind Ameisen sehr saubere Tiere, die ihre Abfälle selber aus dem Nestbereich heraustragen. Das Faszinierende an den Ameisen ist ihre besondere Lebensweise. Viele denken, es gibt nur die schwarzen, roten und gelben Ameisen. Aber es gibt allein in Deutschland über 100 verschiedene Ameisenarten und weltweit sind sogar über 10.000 verschiedene Arten bekannt. Es gibt Kolonien, die so klein sind, dass eine ganze Kolonie mit ca. 200 Tieren in einer kleinen Eiche lebt. Und es gibt Arten wie die Blattsternameisen, bei der ein ganzes Nest eine Fläche von 50 Quadratmeter und 8 Meter Tiefe einnehmen kann. Bis auf die Antarktis gibt es überall auf der Welt Ameisen, von tropischen Regionen bis ins kalte Sibirien, die bei minus 40 Grad überwintert. Vor ein paar Jahren ist sogar eine Ameisenart in australischen Teichen entdeckt worden, die unter Wasser lebt. Die meisten Ameisenarten leben im Erdboden, zwischen Steinspalten im Ameisenhaufen, in toten oder lebenden Bäumen oder Pflanzen, aber auch in gewebten Nestern oder in sogenannten Kartonnestern. Es gibt Raub- und Sklavenameisen, Königinmord sowie Abhängigkeiten und Zusammenleben mit verschiedenen Tieren und Pflanzen. Ameisen fressen lebende oder tote Insekten, erbeuten sogar kleine Säugetiere, können aber auch Vegetarier sein, die sich von Pflanzensäften oder Pilzen ernähren oder ein Ameisenbrot herstellen. Auch halten einige Arten Blattläuse als Nutztiere, um deren Honigtau zu melken. Was aber die meisten Ameisenhalter interessiert, ist das Sozialleben der Ameisen. Ja, es gibt Königinnen, Arbeiterinnen und bei einigen Arten sogar auch Soldatinnen. Die Arbeiterinnen haben sogar auch mehrere Dutzend Berufe, von Brutpflegerinnen, Bauarbeiterinnen, Jäger oder Sammlerinnen und so weiter. Auch die Fortpflanzung von Ameisen ist sehr interessant und vielseitig. Bei der hier in Deutschland häufig anzutreffenden Ameisenart Larsus niger gibt es im Sommer immer einen großen Schwarmflug. Hier schwärmen die geflügelten männlichen und weiblichen Geschlechtstiere aus, wobei die männlichen Tiere nach der Kopulation sterben und die weiblichen Tiere zu Boden gehen, die Flügel abwerfen und sich dann eingraben, um eine neue Kolonie zu starten. Dieser Zyklus von Ei, Larve, Puppe zur Arbeiterin, Soldatinnen oder zu neuen Geschlechtstieren wiederholt sich dann immer wieder. Um das faszinierende Leben dieser Tiere optimal zu beobachten, bieten wir vom Arnstor eine Vielzahl von Haltungsmöglichkeiten an. Unsere N-Cube-Serie ist designtechnisch durch die maximale Transparenz auch ein schöner Blickfang für jedes Wohnzimmer. Gerade für Kinder hat die Beobachtung von Ameisen einen hohen pädagogischen Stellenwert und fördert die Naturverbundenheit und verschafft einen gewissen Respekt vor der Natur. Ja, also Ameisen sind schon sehr interessante Tiere und ich hoffe, ich konnte euch und auch hier die Leute auf dem Kinderfilmfest ein bisschen davon begeistern, ja, dass man Ameisen auch als Haustier halten kann, also wie wunderbar auch diese Tiere sind und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.
recht vielfältig. Das versuchen wir jetzt ist gerade noch die Jahreszeit, weil jetzt bereiten sich schon auf die Winterruhe vor. Normalerweise werden die jetzt auch schon im Winterschlaf. Hatten wir ja auch schon an der Stelle nochmal gesagt. Weil das kann für Atmen genommen werden, eben auch schon Holz nehmen. Ich muss mal überlegen, was das eigentlich ist. Das ist auch weit verbreitet hier, ne? Also habt ihr eigentlich schon im Wald.